Moin! In diesem Video zeige ich euch den SQL-Editor in unserem Analytics-Modul, wie ihr den benutzen könnt, was aber daran ganz cool ist, also welche Hilfsmittel ihr dabei habt und auch wie ihr Variablen und sowas da einarbeitet. Wichtig zu wissen, das erfordert ein bisschen SQL-Kenntnisse. Das heißt, wenn ihr kein SQL könnt, schaut euch gerne das No-Code-Editor-Video an. Da könnt ihr auch ohne SQL können zu müssen euch Berichte erstellen oder alternativ einfach das Video über den KI-Co-Piloten. Das sollte euch auch entsprechend weiterhelfen. Ihr könnt euch das Video natürlich trotzdem gerne angucken, wenn euch das informativ hilft. Aber wie gesagt, jetzt geht es ein bisschen weiter mit SQL-Kenntnissen. Wir legen uns also einfach einen Bericht an und wählen hier SQL aus. Ne? Das ist ja die klassische Trennung Low-Code-Editor oder SQL. Sagen, es ist einfach ein Test und fügen den einer Sammlung hinzu und landen dann entsprechend im SQL-Editor. Rechts sehen wir das Datenbankmodell. Auch dazu gibt es ein separates Video, wo ihr euch einfach einmal ein bisschen zurechtfinden könnt, was man da so machen kann. Ne? Einfach wichtig zu wissen. Wir testen jetzt einfach mal, dass wir gleich Informationen aus der Rechnung ziehen und joinen dann einfach eine Adresse dazu. Ne? Das heißt, was an diesem SQL-Editor schön ist, ist, dass wir ein entsprechendes Highlighting von Syntax haben. Ne? Das heißt, wenn wir wirkliche Commands haben, wie Select und From und sowas, dann ist das entsprechend gehighlightet. Es ist egal, ob ihr diesen Dark-Modus von Central benutzt oder das Dark-Theme oder das helle Theme. Funktioniert bei beiden und ist entsprechend gehighlightet. Ne? Das heißt, ich möchte einmal hier jetzt Sternchen für alles, ne? From Invoices haben beispielsweise und vergebe noch das Kürzel I. So. Das ist sehr wichtig, weil es gibt eine Autofill-Funktion. Ne? Also wie ihr hier eben gesehen habt, wenn ich die Invoices schreibe, dann sehe ich alle Datenbanktabellen, die mit Invoice irgendwie beginnen, die ich benutzen könnte. Und durch dieses Kürzel, was ich setze, kann ich das dann auch in dem Select machen. Das heißt, hier kann ich jetzt sagen I-Punkt und ich bekomme nur Informationen wiedergegeben aus dieser Invoice-Tabelle. Das heißt, wie wir hier rechts sehen, 92 Spalten kriege ich wiedergegeben, die ich benutzen könnte. Ne? Wir nehmen jetzt einfach mal die Document Number, den Amount, das Datum und auch den Status. So. Und drücken einfach mal Play. Jetzt sehen wir schon, wir bekommen entsprechende Ergebnisse, was schon mal schön ist. Ne? Wir haben entsprechend gehighlightet, wo die Syntax anfängt, wo sie aufhört. Das Ganze passiert auch bei Klammern. Das heißt, wenn ich jetzt einfach eine Rundungsfunktion mache, weil ich nicht hier etliche Nachkommastellen im Target-Amount haben will, könnte ich natürlich sagen, ich runde das Ganze auf 2 Nachkommastellen. Und wenn ich hier mit Klammern arbeite, sieht man, wo die Klammer aufhört und wie sie anfängt. Das ist bei sehr einfachen Syntaxen, wo ein Round ist, ein nice to have, sage ich mal, aber wenn man verschachtelte Themen hat, wo man mehrere Commands hintereinander machen muss, ne, wie früher hieß es if null, jetzt ist es coalesce, ground und so weiter, da gibt es dann verschiedenste Gruppierungen, sage ich mal, die man irgendwie manchmal machen muss. Wenn man dann mit 4, 5 Klammern auf und zu in einem Part arbeitet, dann ist das eine sehr große Unterstützung, das zu haben. Zusätzlich in dem Datenbankmodell, was sehr cool ist, beziehungsweise in dem SQL-Editor, man hat eine sehr gute Fehlererkennung. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise ein Kommata hinzufüge, dann sollte das einen Fehler geben, weil ich direkt vorm From bin. Das heißt, ich darf da keinen Kommata setzen. Und im alten Modul hätte es jetzt einfach gehießen, okay, hast einen Fehler, funktioniert nicht. Aber wo das wäre dir niemals gesagt worden. Und das Schöne jetzt ist, dir wird exakt gesagt, wo der Fehler auftritt. Ne? Man sieht hier, es gibt einen Fehler in der Nähe von From in Zeile 5 oder bei Zeile 5 und daran sehen wir, okay, das ist Zeile 5 hier. Ne? Wir haben From, okay, oh, hier habe ich ein Kommata zu viel, kann ich entfernen und das Ganze funktioniert dann wieder. Ne? Und das ist sehr, sehr cool. Gerade bei großen Berichten, die viele Zeilen haben, ist das eine sehr große Unterstützung, da einfach ein bisschen reinzugehen und genau zu sehen, wo ist denn ein kleiner Syntaxfehler. Weil wenn man große Berichte schreibt, dann kann das natürlich mal passieren, dass irgendwo ein Komma fehlt, eine Klammer zu fehlt oder ähnliches. Es gibt natürlich Variablen und Parameter, was wir auch vorher in einem vorherigen Video bei den Standardberichten gesehen haben. Die müssen wir natürlich in der Syntax einmal einbinden, was natürlich sehr wichtig ist, damit wir dann variabel sagen können, man hat einen Date-Picker beispielsweise. Wie man das Ganze macht, ist, man schreibt ganz normal das Where in dem Szenario hier, ne? Also muss nicht ein Where sein kann. Wir müssen hier mit diesen geschweiften Klammern doppelt arbeiten, das ist wichtig. Früher war es nur eine, jetzt sind es 2. Das ist ein großer Unterschied.
Und wir sagen jetzt einfach von und bis beispielsweise und sagen, okay, ich möchte hier das Datum von und bis filtern. Also das Rechnungsdatum soll zwischen diesen beiden Daten liegen. Das heißt, wir sehen jetzt hier ganz viele Einträge. Insgesamt sind es 119 Stück. Und ich könnte es jetzt filtern. Standardmäßig werden Variablen immer als Textwert angelegt. Das ist bei einem Datumsfeld nicht so optimal, weil das nicht klappen würde, nicht auf Anhieb, ne? So, das heißt, wir sehen in jedem Feld, wenn wir in der Datenbank draufklicken, was für ein Datentyp das ist. Das heißt, gerade wenn ihr mit Variablen arbeitet, ist das super wichtig. Ist das ein Datumsfeld? Ist das ein Numeric-Wert? Ist das ein Boolean? Weil je nachdem müsst ihr natürlich auch eure Where-Bedingungen entsprechend abbilden. Das heißt, ihr habt hier diesen Kreis mit dem Fragezeichen drin, das ist das Datenbankmodell, und dann habt ihr hier das X mit den Variablen. Das heißt, wenn ihr geöffnet habt, ihr hier auf der rechten Seite Standardwerte, die ihr und den Variablentyp. Das heißt, ich möchte hier gar keinen Textwert haben, sondern wirklich ein Datumsfeld. Und jetzt sehen wir hier gibt es jetzt so einen Date-Picker. Standardwerte machen im Regelfall Sinn, so zu strukturieren, dass man sie nicht dauernd ändern muss, ne? Das heißt, wenn ihr wisst, ihr wollt immer von Januar bis jetzt, dann lohnt es sich beispielsweise hier auf Dezember zu gehen oder sowas. Jetzt würde ich immer gesamt 26 exportieren. So, das heißt, jetzt sehen wir auch, wir werden nicht mehr 119 Einträge haben, sondern nur noch 7. Genau, eine Sache, die ihr hier beim Status beispielsweise seht, wenn ihr jetzt neu mit Analytics anfangt zu arbeiten, schaut immer mal, wie die Stati und sowas sind. Die wurden auch entsprechend angeglichen. Früher hieß es ja freigegeben, beziehungsweise in der Central-Datenbank heißt es auch noch freigegeben, aber auch diese Stati wurden entsprechend übersetzt. Das heißt, es gibt Released, Created, Sent und Cancelled beispielsweise für angelegt, freigegeben, versendet und abgeschlossen gibt es auch. Genau, das heißt hier, wenn wir jetzt einen Filter machen wollen würden, auf den Status müssten wir sagen, Send, und wichtig, wir müssen das als String definieren. Das war früher nicht so. Wir sind von MySQL auf Redshift gewechselt. Das heißt, Redshift verzeiht sehr viel, sage ich mal, auch Syntaxfehler etc. pp. Das tut Redshift nicht. Das heißt, wenn ihr das nicht als String definiert, dann denkt das System dahinter, es wäre eine Spalte. Und dann werdet ihr jetzt sehen, die Spalte Sen gibt es in der Rechnung gar nicht. So, deswegen ist es wichtig, dass wir das als String definieren, damit wir entsprechend auch ein sauberes Format, damit wir das saubere Format mitgeben, damit wir auch Ergebnisse bekommen, ne? Kann man natürlich jetzt machen, wie man möchte, oder is-in, also wenn wir mehrere haben wollen würden, released, so. Und jetzt würden wir nicht nach einem Status suchen, sondern nach zwei. Man kann natürlich auch welche ausschließen, indem man not in sagt oder ungleich. Da seid ihr immer noch syntaxtechnisch relativ flexibel, wie es vorher auch war, ne? Das, was sehr, sehr wichtig ist, man muss halt wirklich auf diese Datentypen arbeiten. Datentypen schauen. Das heißt, wenn wir hier den Send beispielsweise nehmen, das ist ein Boolean, den blenden wir uns jetzt mal mit dazu ein, ne? Die sind jetzt auch nicht mehr 1 und 0. Früher waren Boolean-Werte 1 und 0, also wenn wir eine Checkbox gefüllt hatten, dann ist es eine 1 gewesen, und wenn sie leer war, ist es eine 0 gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so. Denn jetzt ist es true und false, das heißt, hier müsste ich auch sagen, and i.isSend ist true beispielsweise, und dann bekomme ich das entsprechend ausgegeben. Das heißt, da hat man eine kleine Umstellung, beziehungsweise muss man einfach darauf achten, dass man in der Syntax auf die Datentypen achtet, weil das ein Punkt ist, der gerne mal zu Fehlern oder zu keinen Ergebnissen führt oder sowas. Das heißt, da muss man einfach sich ein bisschen dran gewöhnen. Das ist grundsätzlich aber auch gar kein Problem, und es ist ein sehr gutes System, mit dem man gut arbeiten kann. Genau. Es gibt hier auch natürlich noch eine Suchfunktionalität innerhalb des Editors. Das heißt, wenn man Command F oder Steuerung F drückt, kriegt ihr hier ein kleines Fenster, wo man quasi Einträge suchen kann, ne? Das heißt, ich kann isSend suchen, und jetzt wird mir angezeigt, okay, das ist an 2 Stellen in dieser Syntax drin. Bei 9 Zeilen Syntax ist das nicht so dramatisch. Wenn ihr 100 bis 150 Zeilen Code habt, dann macht das aber schon einen Unterschied, ne? Es gibt hier auch
Replace, was sehr cool ist. Das heißt, man kann einzelne Werte überschreiben oder abändern oder aber auch komplett. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund ein Typo gemacht habe und Send mit D schreiben möchte, was jetzt in dem Beispiel falsch ist, aber ist ja erstmal egal, könnte ich hier jetzt sagen, überall, wo er isSend mit T findet, überschreibt er das mit isSend mit D und zack, das Ganze passiert entsprechend überall gleichzeitig. Das, was noch sehr cool ist, wenn ihr einmal eine Syntax gespeichert habt und dann irgendwelche Änderungen macht, habt ihr hier oben die Möglichkeit, Änderungen zu verwerfen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen was getestet habt und es irgendwie nicht funktioniert oder ihr feststellt, ach, ist ja Humbug, das brauche ich ja gar nicht so, dann könnt ihr einfach sagen, Änderungen verwerfen und dann wird es zurückgesetzt auf den Stand, wie es vorher war, vor dem letzten Speichern. Oder also beim letzten Speichern, das wird zurückgesetzt. Also alles abspeichern, was ihr dann ändert, wird quasi rückgängig gemacht einfach. Genau, das, was wichtig ist, es gibt ein paar Funktionalitäten, die jetzt ein bisschen anders heißen. Ne? Das heißt, früher gab es Commands wie if null, also wenn es keinen Wert auf der Datenbank gibt, also das Feld ist komplett leer, dann gib mir stattdessen irgendwie einen anderen Wert aus oder sowas. Das gibt es immer noch, das heißt jetzt aber coalesce. Ne? Das heißt, wenn es jetzt keine also keine Belegnummer gibt, dann könnte man hier sagen leer. Und dann würde er quasi statt der Dokumentennummer würde dann hier leer drin stehen. Ich kann mal gucken, ob das irgendwo der Fall ist. Ich glaube, wir haben eine leere. Nee, anscheinend nicht. Gut, kann auch wird am Status liegen. Genau, aber dann wird das quasi entsprechend, dann steht hier nicht die Dokumentennummer, beziehungsweise das Feld wäre ja komplett leer und dann steht das nicht leer drin, sondern dann würde da das Wort leer drin stehen. Das heißt, dann könntet ihr nicht nach Null-Values suchen, sondern nach dem Wort leer oder alternativ ein anderes Dokument wiedergeben. Ne? Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, die Auftragsnummer sehen wollt stattdessen, dann könnte man das natürlich auch machen, wenn man das entsprechend gejoint hat. Ne? Also wenn ich jetzt sage, hier left join Sales Orders auf die Invoice-ID, dann könnte ich jetzt hier sagen, gib mir stattdessen die Document Number aus der Sales Order. Das heißt, wir kriegen immer die Rechnungsnummer wiedergegeben, außer es gibt gar keine Rechnung, dann würden wir die Auftragsnummer sehen. Ne? Macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, aber einfach, dass ich es mal gesehen habe, wie es grundsätzlich funktioniert. Das, was wichtig ist, wir müssen hier öfter mal mit Aliasen arbeiten, denn sobald wir Funktionalitäten benutzen oder Commands wie coalesce, ground oder so, würde die Spalte immer so heißen. Ne? Das heißt, dann hätten wir coalesce 1, 2, 3, 4, 5, wenn wir das mehrfach benutzen. Da macht es dann meistens Sinn, einfach ein Alias zu benutzen wie as und wichtig in diesen Doppelstrichen dann als Spalte definieren, als Document Number beispielsweise. Kann man natürlich benennen, wie man möchte am Ende. Genau. So viel erstmal zu dem SQL-Editor. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, euch da drin zurechtzufinden und viel Spaß damit.